Es ist Weihnachten 2025 und ich will die Gelegenheit nutzen, dir herzlich zu danken für deine Treue zu Perspektive Ausland. Du hast es wahrscheinlich gesehen, vor kurzem haben wir hier einen tollen Meilenstein erreicht. Über 100.000 Follower bei diesem Kanal. Das ist eine ganz tolle Sache. Und das haben wir, also meine Kollegen und ich, die diesen Kanal betreiben, die das Business dahinter natürlich auch betreiben, dir zu verdanken. Die Mitglieder unserer Community, die hier sehr fleißig unsere Videos anschauen und uns auch sehr viele Zuschriften schicken, welche dann wiederum sehr inspirierend sind, aber welche natürlich uns auch bestätigen, dass wir in gewisser Weise hier einen Zahn der Zeit getroffen haben, wenn wir über das Thema Auswandern, Plan B etc. sprechen. Rückblickend muss man sagen, dass 2025 ein Jahr war, das für viele sehr hoffnungsfroh begonnen hat. Ende 2024 wurde ja Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Man hatte die Hoffnung, dass er dann die Kriege, insbesondere natürlich den Krieg in der Ukraine, sehr schnell beenden kann. Man muss ihm natürlich zugutehalten, dass er hier laufend Friedensanstrengungen unternimmt, Verhandlungen unternimmt. Aber bisher sieht es nicht danach aus, als wenn das Ganze jetzt zu einem schnellen Ende kommt, trotz gegenteiliger Aussagen verschiedener Verhandlungspartner. Das führt für viele dazu, dass die Welt sich noch instabiler anfühlt, als sie sich letztes Jahr angefühlt hat. Und wenn wir sehen, was in Deutschland passiert, in der EU passiert, dann ist es da nicht besser. Auch in Deutschland gibt es ja eine neue Regierung. Auch dort hatte man Hoffnung, dass sich vieles verbessern wird. Aber auch dazu ist es dann nicht wirklich gekommen. Im Gegenteil, vielfach setzen sich die negativen Tendenzen fort. Das Wachstum bleibt aus. Man versucht gegenzusteuern mit immer höheren Steuern, immer weiteren Abgaben, immer höheren Schulden. Und all jene von euch, und das werden die meisten sein, die Leistungsträger sind, die etwas erreicht haben, die etwas geschafft haben, wissen, dass man damit nicht finanziell auf einen grünen Zweig kommt. Und dass es wahrscheinlich am Ende der Bürger sein wird, der die Zeche bezahlen muss. Das Ganze führt dazu, dass mir schon sehr aufgefallen ist, muss ich sagen, dass viele Menschen doch wirklich verzweifelt und hoffnungslos sind. Das ist mir noch in keinem Jahr so aufgefallen wie in diesem Jahr 2025. Muss ich sagen. Also wirklich komplett ohne Hoffnung zu sein, dass es einmal besser wird. Verzweifelt zu sein, weil man das Gefühl hat, man verliert alles. Man verliert nicht nur vielleicht das eigene Vermögen oder man hat Angst davor, das eigene Vermögen zu verlieren, aber möglicherweise auch die eigene Identität, die eigene Kultur. Und ja, man will fast sagen, eigentlich auch die Sorge, die ganze Lebensgrundlage zu verlieren. Und da würde ich mir natürlich schon erhoffen, dass man jetzt auch Weihnachten als Gelegenheit nehmen kann, Weihnachten als Fest der Hoffnung, ja, in erster Linie, dass man Weihnachten als Gelegenheit nehmen kann, um auch etwas positiv ins neue Jahr zu sehen. Mir ist völlig klar, dass viele Entwicklungen durchaus negativ sind und Anlass zur Sorge geben. Ich hatte einige gerade eben schon genannt. Und es ist natürlich auch so ganz klar, wenn man auf YouTube aktiv ist, und da schließt sich jetzt uns mit ein, fokussiert man sich natürlich schnell auch auf die negativen Dinge. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Hoffnungslose abdriftet. Also komplett die Hoffnung zu verlieren, ist sicherlich schlecht. Ich finde es durchaus, ehrlich gesagt, nicht schlecht, etwas Angst zu haben. Angst zu haben ist ja etwas, was den Menschen evolutionär mitgegeben wurde, um sie wach zu rütteln. Ja? Angst davor, dass ein wildes Tier einen angreift oder dass man von einem anderen Stamm oder sowas angegriffen wird. All das ist ja etwas im Grunde, was positiv ist, was Energien in uns wachrütteln kann und uns sagen kann, naja, so kannst du nicht weitermachen, wir müssen jetzt den Kurs ändern. Aber eben eine Angst, die dann Verzweiflung umschlägt, das ist natürlich etwas anderes. Und ich wünsche mir für dich, dass du zu keinem Zeitpunkt dieses Jahres so verzweifelt warst, dass du keinen Ausweg mehr gesehen hast. Ich wünsche mir natürlich auch, und das betone ich jetzt auch im Hinblick auf 2026, dass das, was wir machen, auch in gewisser Weise Anlass zur Hoffnung für dich ist. Ja? Also auch ich habe natürlich meine Probleme so mit dem totalen Doomscrolling, und dann ist die einzige Lösung letztlich dafür, dass man sich ein paar Goldmünzen kauft, um aus der Misere rauszugehen. So hat man manchmal das Gefühl jedenfalls, dass es auf YouTube ist. Und da hoffen wir natürlich schon, dass wir auf diesem Kanal auch einen positiven Gegenfokus setzen können. Ich merke es jedenfalls auf den Reisen, die wir unternehmen, auf den Veranstaltungen, die wir haben, wie positiv Leute dort sind, wie positiv die Gemeinschaft ist, wie schön es ist, wenn die Teilnehmer dort zusammenfinden, wenn Gleichgesinnte letztlich sich an einem Ort versammeln und sich dann mal ganz ehrlich und frei austauschen. Das würde ich mir eben wünschen, auch für unseren Kanal, für das nächste
ja, dass wir natürlich Probleme klar identifizieren und auch beim Namen nennen, aber dass man dann gleichzeitig auch eine Lösung hat und zeigen kann, ein anderes Leben ist möglich. Du musst in diesem Strudel nicht untergehen. Du musst nicht 40-50% Steuern jedes Jahr bezahlen. Du musst nicht das Vermögen, das für deine Kinder gedacht ist, aufopfern auf dem Altar des deutschen Sozialstaates. Das ist nicht notwendig. Ja. Da gibt es tatsächlich alternative Lösungen. Es gibt, wie gesagt, viele Länder, die dir den roten Teppich ausrollen, wo du sehr wenig Steuern bezahlen musst oder überhaupt keine Steuern bezahlen musst. Und solche alternativen Lebensmodelle, das ist natürlich das, was uns auch Spaß macht, dir diese aufzuzeigen. Und da haben wir sehr viele Beispiele natürlich von Mandanten, die sehr positiv im Ausland neu angefangen haben, sich da eine neue Existenz aufgebaut haben, die jetzt sehr glücklich sind dort mit ihren Familien, egal um welche Länder es jetzt geht. Aber wie ich es schon oftmals hier auf diesem Kanal gesagt habe, auch beim Auswandern ist es im Grunde genommen wichtig, dass das ein positiver Impuls ist. Ja? Wenn ich nur auswandern will, um zu fliehen, dann bin ich ja von der geistigen Verfassung her, von der Psyche nicht anders als ein Syrer oder ein Afghane, der nach Deutschland fliegt. Diese Flüchtlingsexistenz, dieses Gehetztsein, dieses Gejagtsein, dieses nicht zu wissen, wo man heute schläft und so, das ist natürlich für keinen Menschen ein positives Erlebnis. Einfach nur abzuhauen, in dem Sinne einfach zu fliehen, das solltest du nicht tun, sondern du solltest damit sehr Positives verbinden. Ja, positiv zum Beispiel zu sagen, ich muss keine Steuern mehr bezahlen oder viel weniger Steuern. Ich kann dafür mit meinen Kindern in einem größeren Haus leben. Oder du sagst, mir ist es wichtig, dass ich meine Kinder homeschoolen kann. Ich will meine Kinder nicht in eine staatliche Schule schicken müssen. Ich will es selbst machen und wir wollen den entsprechenden Lifestyle haben. Oder du sagst, ich lebe gerne im Süden, dort, wo es warm ist, dort, wo buchstäblich die Sonne jeden Tag scheint, wo wir uns vielleicht auch mit geringerem Budget ein schönes Leben leisten können. Oder du sagst, ich will ganz frei sein von einem Arbeitgeber, aber auch von den Lasten des Unternehmertums. Ich will vom eigenen Kapitalvermögen leben und das möglichst steuergünstig. Also das sind ja alles sehr positive Gedanken, sehr positive Entwicklungen und darauf sollte man sich meiner Meinung nach fokussieren. Das ist ja sozusagen die Hoffnung ins ganz Konkrete dann umgesetzt. Und dann wird es auch keine Hoffnung mehr, sondern dann wird es zu einem konkreten Plan. Ja? Damit hole ich dann sozusagen diese Hoffnung in die Gegenwart. Und auch wenn die Vorbereitung einer solchen Auswanderung möglicherweise mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, auch wenn du vielleicht sagen musst, naja, ich bin jetzt noch nicht bereit, ich habe das Kapitalvermögen noch nicht aufgebaut, aber dadurch, dass du dich konkret damit beschäftigst, dadurch, dass du dir konkret zum Beispiel Länder anschaust, in die du auswandern könntest, dass du Leute triffst, dass du auf eine Community stößt, die dir dabei unterstützen kann, dass du dich mit steuerlichen Themen befasst, dass du dir darüber Gedanken machst, wie du ortsunabhängig Einkommen erzielen kannst, das sind ja alles positive Impulse, ja, auch für dich, deine Psyche, dein Bewusstsein. Und selbst wenn dann die Auswanderung noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, bist du dann schon mal in einem komplett anderen Mindset. Also das heißt, das hat dann nicht nur positive Auswirkungen auf irgendwann mal, wenn du dann ausgewandert bist, sondern schon auf dein jetziges konkretes Leben, denn du hast wieder etwas, auf das du dich freuen kannst. Du hast wieder Hoffnung. Und das wünsche ich mir im Grunde genommen, dass dieser Kanal, dass wir dir diese Impulse geben können für ein besseres, für ein positiveres Leben. Ein Leben im Ausland, ein Leben unter der Sonne, ein Leben in Freiheit, wie man so schön sagt. Und da brauchst du in vieler Hinsicht die Tugenden, die wir ja vom heiligen Josef kennen, über den wir ja in der Bibel eigentlich sehr wenig lesen. Aber was wir lesen, ist, dass er ein Handwerker war. Also er war nicht wirklich arm, er war aber auch nicht wirklich reich, aber er hat die Qualitäten gehabt, die halt einen Mann vielfach auszeichnen. Er hat keine großen Worte gemacht, er hat hart gearbeitet, so wie wir das sehen können. Er hat für seine Familie gesorgt, er war entscheidungsfreudig, wenn es tatsächlich Entscheidungen gebraucht hat. Auch er musste ja mit seiner Familie fliehen nach Ägypten. Er hat da nicht gezögert, sobald ihm das letztlich hier in seinem Traum offenbart wurde. Und gerade für die Männer, die jetzt zuhören, ist sicherlich der heilige Josef, wie er in dieser biblischen Geschichte dargestellt wird, auch wenn es natürlich nur sehr begrenzt ist, ein gutes Vorbild, wie ich finde. Also das heißt, gerade wenn du dir ein besseres Leben für deine Familie vorstellst, dann in aller Ruhe, mit aller Beständigkeit daran arbeiten, keine großen Worte zu machen, sondern im Grunde genommen im Stillen deine Vorbereitungen zu treffen, im Stillen zum Beispiel neue Skills zu lernen, sei es jetzt Trading oder irgendwas anderes. Und dann, wenn der richtige Moment gekommen ist, die Führungsverantwortung zu übernehmen für deine Familie und hier voranzuschreiten und den Weg zu ebnen. Das würde ich mir für dich und deine Familie wünschen. Und jetzt ganz am Schluss, wenn du es bis hierhin ausgehalten hast, habe ich auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich. Du weißt ja vielleicht, dass ich im Nebenerwerb Filme produziere, um genau zu sein, Dokumentarfilme. Ich habe dort eine kleine Filmcompany in London und
Wir werden 2026 Psionics rausbringen. Psionics ist ein Dokumentarfilm über UFOs. Ich hatte ja auch schon auf diesem Kanal davon berichtet und allen, die bis hierhin zugehört haben, denen werde ich ein Ticket für diesen Film schenken. Genau, du hast das richtig gehört, aus Dankbarkeit für deine Treue zu diesem Kanal und dafür, dass du hier an Weihnachten bis zum Ende mitgehört hast oder mitgeschaut hast, wirst du von mir kostenlos ein Ticket für diesen Film bekommen. Trag dich einfach auf unsere E-Mail-Liste ein, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Man wird diesen Film online streamen können, irgendwann in 2026, ich weiß ja nicht genau auf welcher Plattform. Aber wenn du dich hier einträgst, dann werden wir dich auf dem Laufenden halten und werden dir dann einen Rabattcode zuschicken. Das Ticket wird man online kaufen können. Wir werden die Tickets so verkaufen für 10 bis 15 Euro online und du kannst damit dann kostenlos dieses Ticket erwerben. Das ist mein Dankeschön an dich. In diesem Sinne bleibt mir nur eins, dir und deinen Lieben ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe nächstes Jahr, dass du uns die Stange hältst. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr sehen bei einem unserer Seminare, bei einem unserer Reisen oder auch natürlich in einem Beratungsgespräch. Ich hoffe, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Ich hoffe, dass die Hoffnung in dir nicht untergeht. Ich glaube, es gibt viele Gründe, hoffnungsvoll zu sein und eben wir werden auch versuchen, weiterhin hoffnungsfrohen Content auf diesem Kanal bereitzustellen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die uns dieses Jahr so treu zugeschaut haben, zugehört haben. Wir sehen uns. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.